Sie möchten mehr Informationen zu dem Wirkstoff Sildenafil und in meinem Video erfahren Sie nun alles Wichtige, was Sie zu Ihrem Wirkstoff wissen sollten. Schön, dass Sie auf meinem Kanal Arzneizeit eingeschaltet haben. Mein Name ist Maren Torkler, ich bin Apothekerin und mein Ziel ist es, dass Sie das Wichtigste zu Ihren Medikamenten wissen. Heute geht es, wie gesagt, um den Wirkstoff Sildenafil. Wir befinden uns hier im Bereich Intensiv, das heißt, es wird wie immer sehr, sehr ausführlich. Für eine kürzere Vorabversion lege ich Ihnen wie immer den Link zu Sildenafil Basic hier oben und einmal hier unten mit rein. Nutzen Sie auch gerne die Kapiteleinteilung hier unten im Bild, um zu gezielten Informationen zu springen, und dann können wir starten. Der Wirkstoff Sildenafil findet Anwendung zur Behandlung der erektilen Dysfunktion, und vorab möchte ich Ihnen schon mal sagen, dass das Sildenafil nur wirken kann, wenn auch eine Stimulation vorliegt. Wie das genau funktioniert, werde ich Ihnen eher am Ende des Videos in der Wirkweise genauer erklären. Die Anwendung des Sildenafils erfolgt in unterschiedlichen Dosen, je nach Wirksamkeit und Verträglichkeit. Bei dem einen reichen 25 Milligramm, bei dem anderen 100 Milligramm. Aber diese 100 Milligramm einmal pro Tag, die sollten nicht überschritten werden. Wer jetzt daran denkt, dass vielleicht 200 Milligramm auch ganz interessant wäre, davon möchte ich einmal an dieser Stelle abraten, denn die Einnahme von der doppelten Menge der empfohlenen Höchstdosis, die bringt keine bessere Wirksamkeit mit sich, sondern erhöht nur das Risiko für Nebenwirkungen. Sie sollten das Sildenafil etwa eine Stunde vor dem Geschlechtsverkehr einnehmen, sodass es dann zu dem Zeitpunkt bestmöglich wirksam ist. Hier möchte ich aber einmal darauf hinweisen, dass die Nüchterneinnahme dazu führt, dass etwa 30 bis 120 Minuten nach der Einnahme die maximalen Wirkstoffkonzentrationen erreicht werden. Das heißt, im Mittel ist die maximale Wirksamkeit dann nach dieser einen Stunde erreicht. Wenn Sie nun nicht darauf achten können und das Sildenafil zum Beispiel zum Essen einnehmen oder kurz nach dem Essen, besonders wenn es sich hier auch um fettige Mahlzeiten handelt, dann braucht das Sildenafil viel länger, um im Blut anzufluten, und hier kann man sich darauf einstellen, dass die maximale Wirksamkeit im Durchschnitt etwa erst nach 2 Stunden erreicht ist. Was Sie auch noch wissen sollten, ist, dass wenn Sie das Sildenafil nicht nüchtern einnehmen, sondern zum Essen, dass die maximale Wirkstoffkonzentration im Blut um 1/3 verringert ist. Das heißt, hier brauchen Sie tendenziell ein wenig mehr Wirkstoff, um dann die gleiche Wirksamkeit zu erzielen. Die Halbwertzeit des Sildenafils liegt bei 3 bis 5 Stunden. Das heißt, Sie nehmen das Sildenafil ein und nach etwa 3 bis 5 Stunden ist nur noch die Hälfte des Wirkstoffes im Körper vorhanden. Man sagt, dass ein Wirkstoff in etwa aus dem Körper ausgeschieden ist nach 5 Halbwertzeiten. Das heißt, der Wirkstoff hat Ihren Körper dann etwa erst nach 15 bis 25 Stunden ganz verlassen. Eine ganz interessante Sache ist, dass das Sildenafil bei älteren Personen ab 65 etwas stärker zu wirken scheint. Man hat eine Studie dazu gemacht, in der herausgefunden wurde, dass Patienten über 65 Jahre einen 90-prozentig höheren Wirkstoffspiegel haben als eine Patientengruppe von jüngeren Männern. Im Alter kann es sein, dass das Sildenafil etwas stärker wirksam ist. Eine wichtige Sache schon mal vorab: Wenn die Erektion bei Ihnen längere Zeit anhält, über 4 Stunden, ohne dass eine Stimulation dabei ist, dann sollten Sie vorsichtig sein und am besten einen Arzt aufsuchen, denn das kann eine Nebenwirkung des Sildenafils sein, und solch eine lange Erektion, die nicht mehr von Ihnen gesteuert werden kann, die kann zur Folge haben, dass es zu einer Gewebe
Gewebschädigung kommen kann und im schlimmsten Fall zu einer Potenzstörung. Das heißt, in diesem Fall suchen Sie bitte dann schnellstmöglich einen Arzt auf. Für alle Männer unter Ihnen, die noch Kinderwunsch haben, sei hier genannt, dass das Sildenafil keinen Einfluss auf die Spermienqualität zu haben scheint. Und damit möchte ich jetzt auch schon einmal zu den Nebenwirkungen überleiten. Wie immer werde ich Ihnen nur einen kleinen Auszug von Nebenwirkungen geben, die in etwa mindestens jeden 100. Mann betreffen. Die Hauptnebenwirkung, die unter Sildenafil auftreten kann, ist die Nebenwirkung des Kopfschmerz. Diese Nebenwirkung, die tritt bei mehr als jedem 10. Mann auf. Dazu kann es auch manchmal zu leichtem Schwindel kommen, weil der Wirkstoff den Blutdruck etwas senken kann. Darauf werde ich gleich nochmal etwas genauer eingehen. Und es kann auch zu Sehstörungen oder auch verschwommenem Sehen kommen. Diese Gründe liegen nahe, dass Sie erst einmal das Sildenafil ausprobieren sollten, bevor Sie Auto fahren. Denn wenn Sie diese besonders letztgenannten Nebenwirkungen entwickeln, dann ist das Autofahren nicht mehr so sicher. Und denken Sie auch daran, dass der Wirkstoff, wie eben bereits erwähnt, erst etwa 25 Stunden spätestens aus Ihrem Körper verschwunden ist. In diesem Zeitraum kann es noch zu diesen Nebenwirkungen kommen. Wie viele von Ihnen sicher auch wissen, kann es unter der Einnahme des Sildenafils auch zu einem veränderten Farbsehen kommen. Normalerweise wird da häufig von der Farbe Blau nur berichtet, aber es kann auch zu ganz anderen Veränderungen kommen, dass man mehr Gelb sieht oder Rot oder Grün. Der Wirkstoff kann nämlich auf bestimmte Zellen im Auge etwas Einfluss haben und das ist auch der Grund, weshalb der Wirkstoff Sildenafil kontraindiziert ist bei bestimmten starken Retina-Erkrankungen oder aber auch bei anderen starken Augenerkrankungen. Wenn Sie dazu genaueres wissen möchten, dann sprechen Sie bitte Ihren Augenarzt darauf an. Wie jeder Wirkstoff hat auch das Sildenafil in einzelnen Fällen Auswirkungen auf den Magen-Darm-Trakt. Es kann zu Übelkeit kommen oder auch zu Verdauungsstörungen. Es kann zur Hitzewallung kommen und in einigen Fällen auch zu einer verstopften Nase. Letztere Nebenwirkung ist der Hauptwirkung des Sildenafils geschuldet, die ich Ihnen später erklären werde. Möglicherweise kann das Sildenafil auch Auswirkungen auf die Blutungsneigung haben. Das ist der Grund, weshalb es bei Patienten mit Blutungsstörungen oder aber aktiven Geschwüren nur unter strenger Nutzen-Risikokontrolle Anwendung finden darf. Das Sildenafil ist ein gefäßerweiternder Wirkstoff und das hat dann zur Folge, dass es auch häufiger zu einer Absenkung des Blutdrucks kommen kann. Es ist sehr wichtig, dass Sie das Sildenafil immer erst nach ärztlicher Verordnung einnehmen und sich nicht vielleicht von einem Bekannten eine Tablette geben lassen, denn das Sildenafil, das kann Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System haben und deshalb sollten Sie es nicht anwenden, wenn Sie zum Beispiel eine instabile Angina pectoris haben oder eine schwere Herzinsuffizienz oder andere kardiovaskuläre Risikofaktoren. Der Grund dafür ist, dass man nicht ganz ausschließen kann, dass das Sildenafil das Risiko erhöht, dass es nach der Einnahme zu stärkeren, schwerwiegenden Ereignissen kommen kann, wie zum Beispiel einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall. Das sind alles Gründe, weshalb das Sildenafil auch nicht angewandt werden sollte nach einem kürzlich erlittenen Herzinfarkt oder einem kürzlich erlittenen Schlaganfall und auch bei einem sehr stark niedrigen Blutdruck unter 90/50 mm Hg ist das Sildenafil kontraindiziert. Sie sehen daran, dass es nicht ganz ohne ist, das Sildenafil ohne ärztliche Verordnung auf anderen Wegen einfach einzunehmen, denn hiermit erkaufen Sie sich gegebenenfalls Risiken, die im Vorhinein unbedingt abgeklärt werden müssen.
Nun möchte ich einmal zu den Wechselwirkungen kommen, die Ihr Sildenafil mit anderen Wirkstoffen eingehen kann. Auch hier werde ich nur einen kleinen Auszug geben, von dem ich denke, dass das die meisten von Ihnen betreffen wird. Der Wirkstoff Sildenafil, der wird in Ihrem Körper über bestimmte Enzyme abgebaut, die nennen sich CYP-Enzyme, und da können andere Wirkstoffe eingreifen. Denn wenn andere Wirkstoffe diese Enzyme entweder aktivieren oder etwas hemmen, dann ist der Abbau Ihres Sildenafils verändert und dadurch kann es dann natürlich auch zu Nebenwirkungen oder aber auch zu einer Wirkungslosigkeit kommen. Sogenannte CYP3A4-Inhibitoren, das sind Wirkstoffe, die dieses eine Enzym, was hauptverantwortlich für den Abbau ist, hemmen können. Die können natürlich dazu führen, dass der Wirkstoff dann stärker wirksam ist. Zu diesen Wirkstoffen zählen zum Beispiel Medikamente, die man als Tablette gegen eine Pilzinfektion einnimmt, wie zum Beispiel das Ketoconazol oder das Itraconazol. Auch das Antibiotikum Erythromycin gehört dazu und was viele von Ihnen vielleicht nicht wissen, auch der Grapefruitsaft gehört dazu. Und wenn Sie nun eine dieser Wirkstoffe einnehmen, dann sollte man immer schauen, dass man bei der Anfangsdosis immer 25 Milligramm wählt und nicht höher geht, denn in dem Fall kann es sein, dass das Sildenafil stärker bei Ihnen wirksam ist. Der Grapefruitsaft, der verhindert auch, dass das Sildenafil nicht so gut in Ihrem Körper abgebaut wird. Und da möchte ich aber auch nochmal unbedingt daran erinnern, dass Sie nicht, um die Wirksamkeit des Sildenafils zu steigern, Grapefruitsaft trinken sollten, denn hier kann man nicht genau das Ausmaß abschätzen, inwiefern der Wirkstoff dann in Ihrem Körper anflutet. Das heißt für Sie, Grapefruitsaft sollten Sie unter der Einnahme des Sildenafils meiden. Auch die Pomelo, die sollten Sie auch in der Zeit des Sildenafils nicht essen, denn auch die kann dazu führen, dass der Wirkstoff anflutet im Blut. Wenn Sie dazu noch etwas Näheres hören möchten, lege ich Ihnen den Link zu meinem Video mit den Interaktionen durch Grapefruitsaft einmal hier oben und einmal hier unten in die Infobox mit rein. Indirekt kann es auch zu Wechselwirkungen mit Blutdrucksenkern kommen. Das liegt an der Wirkung des Sildenafils, die ich eben in den Nebenwirkungen schon angesprochen habe. Durch die gleichzeitige Einnahme mit Blutdrucksenkern kann es sein, dass der Blutdruck verstärkt sinkt. Davon sind alle Blutdrucksenker betroffen, aber insbesondere die sogenannten Alpha-Blocker. Ich blende Ihnen die Alpha-Blocker hier einmal ein, denn die Alpha-Blocker, die finden Anwendung einmal zur Blutdrucksenkung, aber sie finden auch Anwendung bei einer gutartigen Prostatavergrößerung. Die Wirkstoffe, die zuletzt genannter Indikation gehören, die werden nicht immer explizit aufgeführt in den Wechselwirkungen, aber da die vom Wirkmechanismus gleich sind, sollten Sie auch da darauf achten, dass es hier nicht zu einer starken Blutdrucksenkung kommt. Das heißt insgesamt für Sie nicht, dass Sie das Sildenafil dadurch nicht einnehmen dürfen. Sie sollten nur schauen, dass Sie dabei immer sich in unteren Dosierungen aufhalten, wie zum Beispiel 25 Milligramm und das dann immer für sich im Hinterkopf haben. Die wichtigste Gruppe, die Wechselwirkung eingehen kann, ist die Gruppe der sogenannten Stickstoffmonoxid-Donatoren oder auch Nitraten. Ich blende Ihnen auch hier einmal die Wirkstoffe ein, denn die gleichzeitige Einnahme ist kontraindiziert und wenn Sie nun einen dieser Wirkstoffe auf Ihrer Medikationsliste sehen, dann sprechen Sie Ihren Arzt bitte nochmal darauf an, denn in diesem Fall sollte man das Sildenafil nicht anwenden. Sie befinden sich auch in diesen Akutsprays zur akuten Blutdrucksenkung und die meisten dieser Wirkstoffe haben die Indikation Angina pectoris und wie ich eben schon erwähnt hatte, ist die Anwendung des Sildenafils bei einer instabilen Angina pectoris nicht gewünscht. Das heißt, wenn Sie nun einen dieser Wirkstoffe sehen, dann sprechen Sie Ihren Arzt bitte unbedingt einmal darauf an.
Ich habe Ihnen nun schon etwas von Stickstoffmonoxid und von Nitraten erzählt und damit möchte ich noch einmal zur Wirkweise überleiten für all die, die es etwas genauer wissen möchten. Wenn es zu einer sexuellen Stimulation kommt, dann wird in Ihrem Körper NO, das Stickstoffmonoxid, ausgeschüttet. Dieses Stickstoffmonoxid wiederum aktiviert die Guanylatzyklase und die wiederum, die führt dazu, dass in Ihrem Körper ein bestimmter Stoff, das cGMP, das zyklische Guanosin-Monophosphat, vermehrt ausgeschüttet wird. Dieses Zyklo-GMP führt in der glatten Muskulatur des Schwellkörpers zu einer Relaxation, zu einer Entspannung und das wiederum hat dann zur Folge, dass das Blut einströmen kann. Jetzt kommen wir einmal zu dem Sildenafil, denn die meisten von Ihnen wissen sicher, dass das Sildenafil ein Phosphodiesterase-5-Hemmer ist. Diese Phosphodiesterase ist ein Enzym, was dazu beiträgt, dass das GMP wieder abgebaut wird. Wenn nun dieses Enzym durch das Sildenafil gehemmt wird, dann ist mehr Zyklo-GMP im Körper vorhanden und dadurch kommt es zu einer verlängerten und verstärkten Entspannung der Muskulatur im Schwellkörper und dadurch zu einem weiter bestehenden Bluteinstrom. Und an der Wirkweise können Sie nun ganz genau sehen, dass das Sildenafil ohne eine Stimulation nicht wirken kann. Denn nur durch die sexuelle Stimulation wird Stickstoffmonoxid ausgeschüttet, was wiederum für den ganzen Folgevorgang wichtig ist. Denn ohne dieses Stickstoffmonoxid kann das Sildenafil auch seine Wirksamkeit nicht entfalten. Als letztes möchte ich einmal darauf hinweisen, dass eine erektile Dysfunktion schon ein Vorbote sein kann. Es kann ein Vorbote sein, dass Sie in den nächsten Jahren an einer KHK, an einer koronaren Herzerkrankung erkranken. Das ist so allgemein gesagt eine Erkrankung, wobei die Durchblutung des Herzens nicht mehr so gut gewährleistet ist. Ich möchte Ihnen hier keine Angst machen, aber denken Sie bitte einmal dran, dass wenn Sie Erektionsstörungen haben, dass das ein Hinweis darauf sein kann, dass es auch in anderen Gefäßen in Ihrem Körper zu einem leichten Zusetzen kommt und dass es in diesem Fall einfach mal ratsam ist, das untersuchen zu lassen, denn wenn Sie das recht frühzeitig erkennen, dann können Sie noch sehr gut intervenieren und an Ihrer Stelle würde ich das einmal überprüfen lassen, dass Sie dahingehend sicher sind, dass sich daraus nicht mit der Zeit eine KHK entwickelt. Das war jetzt schon alles von meiner Seite, was Sie aus meiner Sicht zu Ihrem Sildenafil wissen sollten. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Sie unterstützen meinen Kanal, indem Sie ein Abo hier lassen und ansonsten hoffe ich, dass Sie weiterhin gesund bleiben oder gesund werden und denken Sie doch immer dran, dass Glücklichsein doch die beste Medizin ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.